Warum habe ich seit über 15 Jahren ein Visier von Arc-System am Bogen und warum wird sich das auch in Zukunft nicht ändern? Was ich heute dabei habe, ist ein Produkt, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Und zwar ist es das SX200 Recurve Visier der Marke Arc-System. Arc-System wird in Deutschland nicht jedem ein Begriff sein. Es ist ein Hersteller aus Frankreich, aus der Nähe von Clermont-Ferrand, richtig im Herzen von Frankreich. Und es ist so eine Art französisches Beitar. Also da ist ein Haufen Ingenieure sitzen da und ich sag mal Techniker und Leute, die für den Bogensport brennen und entwickeln da seit Jahren echt spannende Artikel, Produkte und Lösungen. Also wirklich finde ich sympathisch, was sie machen. 1990 erst gegründet, jetzt 30-jähriges Jubiläum. Und von Arc-System ist eben dieses Visier. In Deutschland eben nicht so bekannt, den Compoundern eher ein bisschen mehr, wegen ein paar ganz guten Releases, die Arc-System auch auf dem Markt hat. Aber im Recurve-Bereich, ich würde behaupten, doch eher unbekannt. Und das möchte ich heute mal ändern. Arc-System hat Anfang der 2000er Jahre das SX100 auf den Markt gebracht und so 2010 rum dann aktualisiert, stark überarbeitet, kann man schon sagen. Das Visier hört jetzt auf den Namen SX200 und dann haben sie 2019 ein neues Design davon rausgebracht. Das ist das, was ich jetzt hier in der Hand halte, hat keinen anderen Namen bekommen, sondern heißt einfach nur SX200 2019. Es gibt das Visier mit 3 verschiedenen Auslegerlängen, 6 Zoll, 10 Zoll und 12 Zoll. Für die Recurver wird die 10 Zoll Variante die interessanteste sein, deswegen habe ich die hier auch. Es ist ein Spitzenmodell im Grunde, also ein High-End-Visier für Wettkampfschützen. Deswegen, wie man das kennt, gibt es auch eine Rechts- und eine Linkshand-Version, da wird nicht einfach das Visier gedreht oder sowas. Und es gibt das Visier in 7 Farben. Schwarz, Silber, Blau, Lila, Grün, Orange und Rot. Bei diesen Farben sind die Schrauben in der entsprechenden Farbe. Also wir haben hier die Schraube, die den Ausleger befestigt, dann die Rändelschrauben oben und unten, die Rändelschraube für die seitliche Einstellung und die Rändelschraube für den Wechselkopf. Diese 5 Schrauben sind dann eben in einer anderen Farbe. Die Features sind, wie man das eigentlich bei einem Top-Modell im Wettkampfbereich erwartet. Wir haben also eben den Carbon-Ausleger hier. Wir haben eine ganze Reihe von Befestigungsbohrungen, auf denen man den Ausleger dann fixieren kann. Netterweise für die Leute, die nicht so viel Zuggewicht haben. Es gibt auch hier ganz vorne noch eine. Man kann also auch das Visier so nah wie möglich an den Bogen ranholen, wie man möchte. Ansonsten sind das hier sehr viele. Man kann das sehr fein einstellen. Wir haben Feinverstellung in der Höhe und in der Seite. Für die Höhe gibt es, wie das so üblich ist, auch eine Schnellverstellung. Das ist dieser messingfarbene Knopf hier. Den drückt man rein und kann es eben schnell hoch und runter stellen. Und ansonsten gibt es natürlich die übliche Verstellung mit der Rändelschraube. Wir haben hier 20 Klicks pro Umdrehung. Wir haben 0,8 mm Höhenunterschied pro Umdrehung. Das heißt, wir haben eine Verstellgenauigkeit für einen Klick von 0,04 mm. Das ist also deutlich mehr oder deutlich feiner, als es der Normalschütze braucht. Aber das ist so, was mittlerweile üblich ist bei den Spitzenmodellen im Wettkampfbereich. Das Visier wiegt 255 Gramm, ist damit ein kleines Stückchen schwerer als das, ich sag mal, Standardvisier Shibuya Ultima Recurve. Das wiegt nämlich 205 Gramm. Ich finde das nicht besonders schlimm. Man spürt, dass es ein kleines bisschen schwerer ist. Ich finde, es wirkt dadurch auch sehr wertig und sehr stabil und das ist es auch. Also von daher gar kein Thema. Es gibt ein Wechselkopfsystem. Das ist sehr schön gemacht. Wir haben hier eine Rändelschraube, die kann ich lösen und dann kann ich diesen ganzen Korntunnel abmachen. Das ist insofern auch interessant, da die Compound-Version das gleiche Prinzip verwendet. Das heißt, es gibt Wechselköpfe für Recurve, UNC Nummer 8 Gewinde. Es gibt aber auch Wechselköpfe für UNF Nummer 10, das Standardgewinde für Compound. Man kann also das gleiche Visier verwenden und kann da eben auch einen Compound-Kopf drauf machen, kann da einen Scope dran befestigen,
Ich sag mal so, das ist ja eher üblich heutzutage, dass die Hersteller einen Compound- und eine Recurve-Version von ihren Visieren auf dem Markt haben. Ich finde es ganz nett, dass Arc-System hier die gleiche Basis verwendet und eben durch die unterschiedlichen Köpfe da die an den Anwendungszweck herstellt. Das hat den Vorteil, dass wenn man das Visier verkauft zum Beispiel, dann kann sich derjenige den entsprechenden Kopf kaufen und kann es dann auch für Compound verwenden. Wenn man beide schießt, kann man das gleiche Visier an beiden Bögen verwenden und braucht dann nur einen anderen Kopf drauf zu machen. Es hat ein paar Vorteile, ich finde es eigentlich ganz nett gemacht und die ganze Verstellung, die Compounder brauchen für die dritte Achse, die findet dann hier eben vorne in dem Wechselkopf statt. Die ist also eben nicht im Visierblock, sondern eben vorne dran. Aber ich möchte ja noch ein Video machen zu der Compound-Version und da werden wir auch auf diese Köpfe noch eingehen. Ansonsten, die Skala hier vorne kann man sehen, ist eben eine sehr feine Skala, geht bis 16, also 110 Teiler, 160 Schritte. Wir haben hier einen Verstellbereich von 95 mm. Das ist ganz gut. Das ist mehr als das alte SX100 hatte. Also da hat Arc-System tatsächlich mehr Höhe ermöglicht. Wenn ich sage Verstellbereich, dann meine ich, wenn ich den ganz oben hier an das Limit schiebe bis ganz unten. Ne? Also was ist quasi der ganze Bereich, was man da einstellen kann. Wir haben hier eine sehr feine Spitze. Wenn ich das hier verstelle, dann sieht man das auch. Da kann man sehr genau einstellen, was man haben möchte. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine weiße Skala oder ein weißes Feld, wo man selber sich Markierungen machen kann. Finde ich super. Jeder, der sowas hat, nutzt das eigentlich auch sehr gerne aus Erfahrung. Das ist echt gutes Zeug. Ich weiß gar nicht, was für ein Material das ist, um genau zu sein. Ich habe das an meinem SX100 10 Jahre lang benutzt, habe da immer wieder Bleistiftmarkierungen drauf gemacht, wieder wegradiert, neue Markierungen gemacht und es hat irgendwie immer noch funktioniert. Also von daher super Material, aber ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist. Okay, eine Sache möchte ich noch erwähnen und das ist was sehr Spezielles, was das SX200 in meinen Augen einmalig macht. Ich glaube, es gibt kein anderes Visier, was so ein System verwendet und zwar ist das die Einstellung der vertikalen Visierschiene. Dazu müssen wir mal ganz nah rankommen hier. Ich weiß nicht, so müsste es funktionieren. Die meisten Visiere haben ja hier diese zwei Schrauben, um den Ausleger an der Visierschiene zu befestigen und in der Regel hat man da ein Langloch, damit man eben diesen Winkel einstellen kann. So, was Arc-System da jetzt gemacht hat, und da bin ich absoluter Riesenfan von, diese Schraube, die kann ich jetzt mal lösen. Und jetzt habe ich hier ein zweites Loch da drunter und in diesem Loch sitzt eine Exzenterschraube. Und wenn ich jetzt den Schlüssel hin und her drehe, dann kann man das sehen, dass ich den Block ganz fein und ganz kontrolliert von rechts nach links kippen kann. Und das finde ich absolut klasse. Man kann jetzt die Schraube nur ein ganz bisschen lösen, damit da eben noch eine Stabilität drin ist. Kann eine Wasserwaage aus Visier machen auf den Bogen, was man auch immer möchte, an die Sehne und kann eben hier genau sich das ausrichten, damit der Visierschlitten perfekt symmetrisch zum Bogenfenster, zur Sehne, was man auch immer ausrichten möchte, kann man das einstellen. So, das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache und sieht man so eigentlich bei kaum einem Visier. Kommen wir mal zum Preis. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Top-Modell. Es ist richtet sich an ambitionierte Wettkampfschützen. Dafür muss ich aber sagen, ist es relativ erschwinglich. Das Shibuya Ultima ist ja so der Benchmark, wenn man so möchte. Das ist ja auch eines der beliebtesten Visiere in dem Bereich. Als das nach Europa gekommen ist, war das relativ günstig, ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Jetzt sind wir so bei 300 € ungefähr. Da bleibt das SX200 leicht runter. Mit dem Wechselkopf, den ich hier eben abgemacht habe, kostet es ungefähr 270 € aktuell. Das ist der Preis November 2020. Kann sich natürlich auch nochmal ändern, das kann ich natürlich ehrlich gesagt nicht sagen. Die Wechselköpfe gibt es einzeln für aktuell rund 26 €.
Der Korntunnel, den ich hier drauf habe, der ist übrigens nicht dabei. Das ist ein zusätzliches Teil, das heißt, Arc-System sagt da ganz klar, Leute, die sich dieses Visier kaufen, die haben einen ganz speziellen Geschmack, die haben schon einen Korntunnel oder die machen sich da drauf, was die möchten. Mittlerweile schießen ja auch viele Leute mit Scopes. Deswegen, man kriegt das Visier mit Wechselkopf, aber ohne Korntunnel. Den gibt es bei uns, den ich hier drauf habe, den gibt es extra. Dann hatte ich schon mal erwähnt, dass es das Visier in unterschiedlichen Farben gibt und dass dann die 5 Rändelschrauben in einer anderen Farbe eloxiert sind. Man kann die Farben auch bei seinem Visier noch im Nachhinein tauschen. Es gibt Nachrüstkits, das sieht dann so aus. Da sind die 5 Schrauben in der entsprechenden Farbe drin. Kosten aktuell ungefähr 46 €. Ist natürlich ein bisschen Geld, aber wenn man nach 5 Jahren keine Lust mehr hat auf seine lila Schrauben, braucht man auch sich kein neues Visier kaufen, sondern kriegt Ersatz. Dann ist auch noch eine schöne Tasche dabei, die sehr, sehr stabil ist. Also dafür, dass es kein Koffer ist, ist das aber kommt so nah an den Koffer mit Zusatztaschen und hier Klettverschluss, dass man es da festmachen kann. Sehr, sehr hochwertig das Ganze. Also da muss ich wirklich sagen, da wird einem einiges geboten. Es ist eben auch kostet entsprechend, aber man kriegt auch was dafür. Die angesprochene SX200 Compound-Version möchte ich in einem getrennten Video nochmal vorstellen, denn das Visier ist im Grunde, wie ich schon erwähnt habe, das gleiche. Die Basis ist die gleiche. Es ist kürzer, der Verstellbereich ist kürzer, der Ausleger ist kürzer, aber die Köpfe sind eben interessant. Das gibt es extra und es wird auch noch ein Video geben zum kleinen Schwestermodell vom SX200 und das ist das Arc-System SX10. Das ist eine ganze Ecke günstiger, bringt aber sehr, sehr viele Features mit in abgespeckter Version von dem hier. Und da muss ich sagen, auch das SX10 ist vor allem preis-leistungsmäßig ein echtes Topmodell. Freue ich mich drauf. Und was ist mein Fazit? Ich kann nur sagen, ich bin absoluter Fan, das merkt man glaube ich auch. Und das verheimliche ich auch nicht. Ich bin ein absoluter Fan von diesem Visier. Ich habe den Vorgänger so lange selbst auf dem Bogen gehabt. Und das ist auch nicht nur ein Spruch, den ich jetzt mache. Man findet von mir Bilder im Internet, die 10 Jahre alt sind. Da kann man also gucken, was für ein Visier ich da drauf habe. Es ist ein absolut tolles Ding und ich finde auch, der Nachfolger ist gut geworden und der ist sein Geld absolut wert. Von daher, es gibt daran nichts auszusetzen, in meinen Augen. Top-Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr abonniert, wenn ihr die Glocke drückt, damit ihr auch benachrichtigt werdet über neue Videos. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Videos veröffentlichen, Produktvorstellungen und auch anderes. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann bitte einmal alles drücken, was man da so drücken kann bei YouTube. Das würde uns sehr freuen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.